am Ende hat es nicht wirklich was mit Interpretation zu tun, sondern einfach nur mit Suchen, einfach jede Note zu befragen, immer wieder umzudrehen. Warum steht diese Note da? Warum nicht da? Warum nicht genau? Warum kommt sie da nochmal wieder, aber hier ein bisschen anders? Jedes Meisterwerk, jede Symphonie ist eine eigene Welt und man muss sozusagen versuchen, die Regeln in dieser Welt zu verstehen. Für mich ist diese Musik wie ein Fenster in die 20er Jahre, 1920er Jahre. Eine Zeit, die unglaublich schnell gewesen sein muss, sehr, sehr modern, aber gleichzeitig auch irgendwie melancholisch, gefangen zwischen den beiden Weltkriegen. Ne? Also ich sage immer, die kleinen Noten bei Weil haben Zähne, weil es ist immer gefährlich, so als könnte das jeden Moment in die Luft gehen, das Ganze. Like death stands behind you. This must be the feeling. So I would ask you to, this little ponticello sound is fine, but not to do too much. Yes? More this kind. And the little crescendo. Es geht nur um die Musik und dann weiß ich ja auch, ich kann auch in Proben echt anstrengend sein, das ist so, aber ich glaube, es geht ja auch darum, dass man eben gemeinsam durchgeht durch so eine Probenphase und dass man dann im besten Fall das Ganze am Abend, wenn es dann zum Konzert kommt, wirklich freilässt. Ich habe versucht, mich immer wieder einfach nur auf die Musik zu konzentrieren. Und jetzt kann man aber natürlich sagen, gut, anscheinend hat sich vielleicht geändert, dass das möglich ist und ich mich nicht verstellen musste oder mich nicht anders geben musste, als ich bin und dass ich sozusagen ich bin viele Dinge und auch eine Frau, als mein authentisches Ich so hier Dirigentin sein darf. Aber viele Sachen haben sich auch noch längst nicht genügend geändert und ich glaube, da sind wir echt noch mitten auf einem Weg. Machen wir fliegenden Wechsel? ihn nehmen? Haha. Okay. So. Okay, gut. Trick 17. Alles klar, dann ziehe ich jetzt mich mal um. Ja, mach mal. Ja. Du hattest doch schon Essen. Das ist schon alle. Nix mehr da. Ja, das war dein Frühstück. Ja, ich weiß. Ich habe keine Handtasche mitgenommen nach Salzburg. Ich bin auch ein bisschen unprofessionell. Hast du irgendwas? Nehmen wir den Wickelrucksack. Wickelrucksack mitnehmen? Okay, gut. Das ist perfekt. Und wir können tatsächlich, Sie können sich dahinter ein bisschen ausrichten,
Das heißt, ein bisschen zur Seite gehen. Das ist super. So ist sehr, sehr schön. Genau, dann sehe ich trotzdem alle. Wunderbar. Genau. 1, 2, 3. Herzlichen Dank. Das wäre jetzt die nächste Pause. Musik machen, man muss sich ja so öffnen und auch sehr viel von sich preisgeben, dass man sich doch irgendwie sehr nahe kommt, ohne dass man jetzt irgendwie über andere Themen oder selbst, dass man sich irgendwie persönlich jetzt besonders gut kennen würde, ist man dann trotzdem wirklich ja eng verbunden. Ja, ja. Und diese letzten 10 Minuten konzentriere ich mich eigentlich nur auf den allerersten Takt, so nur auf den Anfang und atme den innerlich, dass das sozusagen bei mir bleibt und mich auch sogar rüberträgt über diesen Moment, wo man dann auf die Bühne geht. Und plötzlich diesen schon Überforderungsmoment von plötzlich in diesen Saal mit irgendwie 1000 Menschen und dieser unfassbaren menschlichen Energie, die einem da entgegenprallt, ne? Dass man diesen Moment trotzdem irgendwie bei sich bleibt und diesen ersten Takt einfach atmet und dann versuche ich die Energie, die mir da aus dem Saal entgegenkommt, so mitzunehmen. Und dann startet man und das ist dann eigentlich wie die Befreiung, wie die Erleichterung, dass dann einfach die Musik losgeht und dann atmet man gemeinsam.